The International Criminal Court in The Hague. It was founded in July 2002. It's the first permanent, universal and forward-looking international criminal court in the history of humanity. 122 nations, among them 34 African states, supported its establishment by signing up to the Rome Statute. For the first time since its creation, acting heads of state had to appear in The Hague: Kenyan President Uhuru Kenyatta and his Deputy William Ruto. They're accused of crimes against humanity following the presidential elections at the end of 2007. The trials against these two heads of the Kenyan state is one of the ICC's biggest challenges to date. Participants at an international conference hosted by the Friedrich-Ebert Foundation discussed the ICC's indictment of Kenya's heads of state and its impact on international criminal justice. Wird der Internationale Strafgerichtshof ein Spielball der Politik? Ist er es bereits? Oder auch, wie groß ist dieses Risiko? Und was bedeuten die kürzlichen Beschlüsse der Afrikanischen Union für unser Gericht? At an extraordinary summit of the African Union in October 2013, African heads of government talked about whether to continue cooperating with The Hague. Ahead of that meeting, the court was accused of neo-colonialism and the one-sided persecution of African heads of state. The African Union agreed to call on the UN Security Council to suspend the case against Kenyatta and Ruto. And the African Union is obviously not happy with this. There are certain ideas being discussed among member countries, as was alluded earlier, to call another extraordinary summit at the EU. I repeat, this has not yet decided, but there are some discussions to call it in November. While The Hague accused Kenyatta and Ruto of being responsible for the murder of 1,400 people, forcing thousands to flee their homes, and of encouraging hundreds of rapes during the 2007 elections, large parts of the Kenyan population support their presidents. Und für den Strafgerichtshof bedeutet dies zweierlei. Er muss solchen Exzessen brutaler Machtpolitik durch Abschreckung und Strafverfolgung entgegentreten. Zweitens zielt die Strafverfolgung durch unser Gericht fast zwangsläufig auf die Führungstäter, bis dahin mächtige und militärische Führer, die, wie schon in Nürnberg, letztlich für diese Verbrechen verantwortlich sind. But it hardly seems right for countries that signed up to the statute to question the independence of the ICC. Kenya, as a state party to the Rome Statute, is obliged to cooperate fully with the ICC. And not only because of what the Rome Statute provides, but Kenya has actually domesticated the Rome Statute through the International Crimes Act, which also requires the government to cooperate with the ICC. And so, although this particular case is against the president and the deputy president, then Kenya must still continue to cooperate, because the ICC statute is very clear that the status of an accused person before the ICC will have no bearing on how the ICC treats that particular individual. So Kenya has to cooperate with the ICC through this process. The decision to allow the case to be brought was not without controversy among the responsible judges at the ICC. Im Januar 2012 habe ich deshalb als Minderheitsrichter die Bestätigung der Anklage auch gegen Herrn Kenyatta abgelehnt und aus meinem Votum, was man nachlesen kann, ist ersichtlich, für wie dürftig ich generell die Beweislage eingeschätzt habe. Ich war und bin weiterhin der festen Überzeugung, dass solche Fälle nicht vor den Strafgerichtshof gehören. Ich glaube weiterhin, dass es verfehlt war, die Anklage zu bestätigen und damit das Strafverfahren zu eröffnen. In November 2013, the Assembly of State Parties to the ICC discussed an African Union demand for a change to the ICC statute guaranteeing immunity for acting heads of government. Man kann natürlich sagen, es ist ein riesiges Problem, dass die Amerikaner nicht dabei sind oder dass die Chinesen nicht dabei sind oder dass die Russen noch nicht dabei sind. Das ist wahr. Aber ich denke, man muss darauf hinarbeiten, dass diese Grundsätze für alle gelten und nicht für die allermeisten. Und das bedeutet natürlich,
dass man alles unternehmen muss, um den unabhängigen, also nicht von einem politischen Gremium abhängigen Internationalen Strafgerichtshof zu stärken. In the run-up to the opening of the trial, Judge Cal sees an opportunity for the prosecutors to go back over the evidence and reassess the chances of success. But it's also about the credibility of the ICC. Die bisher 122 Vertragsstaaten haben durch die Errichtung unseres Gerichtes unterstrichen, wie dringend mehr Rule of Law, mehr Herrschaft des Rechtes und ein besserer Schutz der Menschenrechte weiterhin ist. Straflosigkeit für schwerste internationale Verbrechen darf es nicht geben. Es geht weiterhin darum, Kurs zu halten, trotz aller Schwierigkeiten. Und unser Gericht kann jedoch nur so stark, so effektiv und glaubwürdig sein, wie die Vertragsstaaten und die internationale Gemeinschaft selbst es machen.